Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, und zwar dem Fledermaus-Pulli. Das Ganze ist auf Wunsch in Schwarz und dafür nehme ich die Wolle von Alizé Forever Simli. Die Wolle hat eine Lauflänge von 280 Metern, ist recht dünn, also geht schon in Richtung Filet-Häkeln. Die Nadelstärke wäre normalerweise eine 75er, also 0,75 bis 1,5. Ich allerdings werde mit einer Zweiernadel und einer 2,5er häkeln. Die 2,5er wird allerdings nur für den Anfang sein, also für die Luftmaschenkette, damit der Pulli unten schön locker bleibt, damit wir nachher noch einen Rand anhäkeln können. Der Hauptteil allerdings wird dann mit der 2 gehäkelt. Die Wolle besteht aus 96% Mikrofiber Acrylic und 4% Sim Metallic. Ich schlage zuallererst 129 Maschen an. Dies wird für eine Größe 36-38 wieder sein und ungefähr eine Breite von 42 cm haben, aber da die Wolle ja auch recht flexibel ist, nur circa. So, jetzt steige ich auf die Zweiernadel um und wir beginnen mit 2 Wendeluftmaschen für halbe Stäbchen. Dann drehe ich die Kette und steche in die untere einzelne Lasche ein, und zwar die dritte. Also einen Umschlag und in die dritte untere einzelne Lasche einstechen, Faden holen und nochmal Faden holen und durch 3 Laschen. Nun arbeiten wir die ganze Reihe nur mit halben Stäbchen. Wenn ihr für eine größere Größe häkeln wollt, könnt ihr erst einmal euren Brustumfang oder Hüftumfang ausmessen und den durch 2 teilen, damit ihr die Maße fürs Vorder- und fürs Rückteil rausbekommt. Ihr könnt allerdings auch von meinen 129 Luftmaschen ausgehen und mit dem Dreisatz das Ganze vergrößert umrechnen. Und so sieht es aus. Kommen wir nun zur Reihe 2, zu der eigentlichen Musterreihe. 3 Wendeluftmaschen und nun hier am Fuß direkt einstechen. Also einen Umschlag, einstechen, Faden holen, durch 2 Laschen und nochmal durch 2. Nun habt ihr ein Stäbchen und setzt euch am besten direkt einen Marker, damit ihr auf dem Rückweg die letzte Masche gut erkennen könnt. Einen Umschlag, 2 Maschen freilassen und in die dritte 5 ganze Stäbchen in diese eine Masche. Dann wieder 2 freilassen und in die dritte dann ein Stäbchen. Ein Umschlag, wieder 2 freilassen und wieder 5 Stäbchen in diese eine Masche. Ein Umschlag, 2 freilassen und wieder ein Stäbchen. Hier habe ich mich in der Masche vertan, sorry. So. 2 frei und wieder einen Fächer.
Wieder 2 frei und ein Stäbchen. Und so arbeitet ihr jetzt die ganze Reihe durch bis am Ende. Und dann habt ihr noch 2 Maschen frei, da kommen dann je ein Stäbchen rein. Deswegen auch die ungerade Zahl. Wenn ihr für eine größere Größe häkelt, schaut, dass ihr die Maschenanzahl, die bei mir 129 Maschen beträgt, immer ungerade ist. Damit ihr am Anfang durch die Wendeluftmaschen habt ihr schon euer erstes Stäbchen. Dann häkeln wir noch eins. Am Ende habt ihr 2 Luftmaschen frei und könnt da 2 Stäbchen reinhäkeln je. Das heißt, ihr habt optisch links und rechts 2 Stäbchen. 2 am Anfang, 2 am Ende, damit das schön gleich aussieht. So kommt ihr auch am Ende, wenn wir mit den Zunahmen beginnen, auch links und rechts nachher nicht durcheinander. So, ich bin jetzt hier am Ende der Reihe angekommen wieder, fertige meinen letzten Fächer. Lasse wieder 2 frei und kann hier jetzt in der letzten und in der vorletzten Masche jeweils ein Stäbchen reinarbeiten. Und so sieht das Ganze dann aus. So, für die dritte Reihe 2 Wendeluftmaschen, das Ganze drehen. Das erste halbe Stäbchen direkt hier am Fuß in die ganze Masche arbeiten. Am besten wieder den Marker setzen. Und jetzt die halbe Stäbchenreihe in der hinteren Lasche arbeiten. Also je in eine Masche, in die hintere Lasche ein Stäbchen. Und das die ganze Reihe lang. Also ganz simpel, dadurch haben wir einen zusätzlichen Effekt. Die Fächer werden hervorgehoben, das ganze Gehäkelte wird auch dadurch etwas lockerer und gibt optisch nochmal ein bisschen mehr her. Wichtig hierbei ist, sobald wir bei den Zunahmen angekommen sind, die Zunahmen werden grundsätzlich nur in den Stäbchenreihen gemacht, also in den Fächerreihen. Die halbe Stäbchenreihen bleiben ohne Zunahmen. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also es sieht aus, als hätte ich die halbe Stäbchenreihe hinter die Fächerreihe gesteckt. Ja, und so arbeitet ihr jetzt erst einmal die ganze Reihe durch. Ja. So. Ich habe hier jetzt schon 2 Fächerreihen gearbeitet, also vorgearbeitet, und wir beginnen mit der Zunahme. Das heißt jetzt hier in die erste Masche 3 Stäbchen. Also 3 Wendeluftmaschen hoch und 3 Stäbchen am Fuße arbeiten. Den Marker setzen und somit haben wir unsere Zunahme.
Das ist jetzt die 6. Reihe im Übrigen. Also die erste Reihe waren halbe Stäbchen, die zweite eine Fächerreihe, die dritte wieder halbe Stäbchen, die vierte wieder eine Fächerreihe, die fünfte wieder halbe Stäbchen und ab der 6. mit Fächer nehmen wir zu. So, nach den 3 Zunahmestäbchen habt ihr optisch hier 4 Stäbchen, also die Wendeluftmaschen plus die 3. Danach lasst ihr 2 Maschen frei und arbeitet direkt wieder ein Stäbchen. Hier am Ende macht ihr in die vorletzte ein Stäbchen rein und in die letzte 3, also eure 3 Zunahmen. Und habt optisch auch wieder 4 Stäbchen, so wie hier. Die Fächer bleiben immer übereinander, daran könnt ihr euch auch orientieren, genauso wie die Stäbchen. Also euch wird schnell auffallen, wenn euch ein Fehler unterlaufen ist. Gut bei diesem Muster ist, wenn ihr mal eine Masche zu viel habt oder nicht auskommt, könnt ihr problemlos mogeln und es fällt nicht auf. Also weiter geht's mit dem Muster. Ein Stäbchen, ein Fächer, ein Stäbchen, ein Fächer. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich glaube nicht. Nee. Die Zunahmen machen wir im Übrigen jetzt so lange, bis ihr auf die komplette Breite kommt. Also zum Beispiel von dem einen Ellenbogen zum anderen Ellenbogen. Bei mir sind das ungefähr 80 cm Breite, auf die ich hochhäkeln werde. Und zum Schluss werde ich nochmal dann einen Rand an den Ärmeln anfügen und unten. Ihr könnt das Ganze natürlich auch weiter häkeln, wenn ihr möchtet, etwas länger. Ja, und so sieht das Ganze aus. Also wir haben mit einer halben Stäbchenreihe begonnen, dann Fächer, Stäbchen, Fächer, Stäbchen und so weiter. Ab der 6. Reihe haben wir dann mit den Zunahmen begonnen. Hier ist halt wichtig, ihr habt die Wendeluftmaschen, die 3, und arbeitet dann nochmal 3 Stäbchen in den Fuß hinein. Und am Ende der Reihe habt ihr 2 Maschen frei, da arbeitet ihr ein Stäbchen und in die letzte dann die 3 und habt optisch auch eure 4 Stäbchen. Danach folgt dann wieder eine Reihe halbe Stäbchen und wieder eine Fächerreihe mit Zunahmen. Also in den halben Stäbchen rein, nicht zunehmen, nur in den Fächerreihen zunehmen. Durch diese Zunahmen habt ihr links und rechts immer 2 Stäbchen mehr dazu. Also werdet ihr dann von diesen 4 Stäbchen in der nächsten Reihe auf 6 und dann auf 8 kommen. Ja, und das Ganze fühlt sich auch schön locker an, sieht gut aus. So, wichtig hierbei ist, also ihr habt jetzt eine Reihe mit 4 Stäbchen, dann 6 und dann 8. Bei 8 Stäbchen dann habt ihr dann nachher eine halbe Stäbchenreihe noch drüber und danach könnt ihr in der nächsten Fächerreihe wieder einen Fächer hier drüber setzen. Ja, ihr habt jetzt hier den Fächer, dann könnt ihr hier ein Stäbchen arbeiten und dann einen Fächer einsetzen. Und habt am Ende auch wieder eure Maschen über und beginnt direkt wieder mit der nächsten Zunahme, also wieder 4 Stäbchen. Also 3 Wendeluftmaschen und weiter geht's im Text. Hier am Fuß wieder einstechen und 3 Stäbchen arbeiten, damit wir optisch unsere 4 Stäbchen haben, also wieder die Zunahmen, Marker setzen. So. Dann können wir das nochmal abzählen, wenn ihr euch unsicher seid. 2 freilassen, einen Fächer arbeiten.
und das Muster fortfahren. 2 freilassen ein Stäbchen, 2 freilassen ein Fächer. Also ganz simpel eigentlich. Also wie gesagt, ihr arbeitet jetzt Reihe für Reihe durch, bis ihr auf die perfekte Breite für euch kommt. Ihr könnt von Ellenbogen zu Ellenbogen eure Zentimeterzahl ausmessen und ab dann einen Kant machen. Wenn ich beide Teile gefertigt habe, also Vorder- und Rückteil werden gleich gefertigt, dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Nämlich so. Also hier habe ich jetzt eins der Teile fertig, allerdings bis zu der richtigen Breite. Ab hier werde ich jetzt noch ungefähr 15 bis 20 cm hochhäkeln, müssten circa 22 Reihen sein. Das ist dann der Ärmel und dann sind wir auch schon fertig. Wie gesagt, zweimal das Ganze noch arbeiten und dann können wir auch schon zum Vernähen kommen.